Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem Unboxing. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub, aber leider habe ich auch eine kleine Erkältung mitgebracht. Diese ist zwar jetzt schon in Abheilung, aber bitte entschuldigt meine Stimme, falls diese etwas belegt oder anders klingt. So, aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, denn heute ist Unboxing-Zeit, denn ich habe wieder ein Paket erhalten. Und ich freue mich riesig, es mit euch auszupacken, denn heute wird es elefantastisch. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, worum es gehen wird. Ja, ich habe dieses Paket von meinem Kooperationspartner erhalten, Painting Fairy Cross Stitch. Das heißt, ich durfte mir wieder kostenlos Produkte aussuchen und die werde ich heute mit euch auspacken und genauer anschauen. Ihr seht rechts oben meinen Rabattcode eingeblendet. Also, falls ihr auch bestellen wollt bei Painting Fairy Cross Stitch, dann könnt ihr mit dem Rabattcode KREUZDAME, also alles groß geschrieben, dann könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Ja, dann legen wir auch schon los. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich das heute mit euch anschauen kann und auspacken kann. Ja, ich habe den Karton vorab schon mal geöffnet und ihr seht, es ist schon wieder einiges im Karton. Ich nehme mal alles raus. Moment, wir machen das anders. Und zwar, genau, wir machen das so von der Rückseite. Ja, ich gebe das jetzt zur Seite wieder und wir gehen alles Step by Step durch. Das erste, was natürlich in jeder Lieferung dabei ist, das ist dieser Flyer. Ja, den kennen wir jetzt schon zur Genüge. Einfach, es geht um die Herstellung bei Painting Fairy Cross Stitch und es geht auch um die ägyptischen Baumwollgarne. Da gibt es ja 482 Farben. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr näher erklären. Und dann haben wir auch noch diesen Flyer. So ist es richtig. Und ihr seht, ja, hier geht es darum, wie das fertige Stickstück danach zum Auswaschen ist. Und hier nochmal die Erklärung der Baumwollgarne. Ja, soweit kennt ihr das ja schon. Danach, dann habe ich auch wieder hier eine Garnprobe erhalten. Die schauen wir uns nochmal gemeinsam näher an. Und zwar ist das Garn von Painting Fairy. Ihr wisst ja, es ist das eigene Garn, das bei Painting Fairy Cross Stitch produziert wird. Und ich habe die Farbnummer 995 erhalten. Also ein kräftiger Blauton, eine wunderschöne Farbe, kommt auf jeden Fall in mein Lager. Da haben sich ja mittlerweile schon einige Garne von Painting Fairy angesammelt. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon zu dem Toolkit, das auch bei jeder Bestellung dabei ist. Also nochmals zur Erinnerung, ihr erhaltet nur ein Toolkit, egal wie viel Stickkits ihr bestellt, es ist immer nur ein Toolkit im Karton dabei. Gut. Dieses Mal in einem weißen Organza-Säckchen. Mir gefallen diese Säckchen ja wirklich sehr gut. Ich hebe sie mir auch auf. Man kann sie ja durchaus noch für etwas anderes verwenden. Ja, mit Sternen und Monden in weiß diesmal.
Wir haben dreimal die üblichen Flossbobbins zum Baken der Fäden, falls sie jemand verwendet. Wir haben auch dreimal Silikon-Fingerhüte, alle in der Größe 3. Das finde ich ja immer ein bisschen schade, denn ich denke, man könnte durchaus verschiedene Größen reingeben. Ja, dann haben wir noch Nadeln, und zwar, auch da, Entschuldigung, verkehrt, von der Marke Jaydam in der Größe 26, und das sind 8 Stück. 8 Stück, 26, Größe 26. Und dann haben wir noch die übliche Schere, auch die kennen wir schon, und die benutze ich auch wirklich gerne, denn sie ist sehr spitz und man kann damit die Fäden sehr knapp am Stoff abschneiden. Also finde ich wirklich sehr gut. So, dann kann es auch gleich weitergehen. Ich musste nur kurz pausieren, denn wie gesagt, meine Erkältung hat mich noch immer im Griff. So, dann kommen wir auch zu den Stickkits, und das ist das erste Stickkit, das ich mir aussuchen durfte. Ein kleines Stickkit, wie ihr seht hier, Größe 14 Count oder 16 Count. Und ich nehme mal alles raus. Ihr seht auch jetzt wieder, es ist in diesen Zip-Tüten eingepackt, also wieder verschließbar. So, was habe ich mir ausgesucht? Und zwar ist es dieses kleine, niedliche Häschen, also das kleine, freche Häschen, würde ich sagen. Entschuldigung. Es heißt auch Naughty Rabbit. Also ein kleines, freches Häschen. Ihr seht das hier, ja, würde eigentlich sehr gut zu Ostern passen. Ich finde es ja sehr niedlich, das Häschen, das hier ich würde sagen, am Osterei nagt. Und es guckt ja auch wirklich recht frech drein. Ja, der Naughty Rabbit. Hier haben wir die Legende, und wir haben auf jeden Fall, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viele Farben es sind, weil manche ja doppelt oder dreifach gelistet sind. Entschuldigung. Ja, wir haben volles Kreuz, wir haben einmal French Knot und wir haben 5-mal Backstitch. Also einiges zu tun. Auf diesem wirklich kleinen Motiv ist wirklich einiges zu tun. Ja, das ist der kleine Hase mit dem Osterei, der freche Hase. Und danach noch die Anleitung im Papier, und ihr seht, viele Backstitches sind da zu sticken. Wow! Also ein kleines Motiv, aber sehr viel zu tun. Darum schauen wir uns gleich den Stoff an. Und oh, er ist in 18 Count. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich mir 18 Count ausgesucht habe. Ja, so ein kleines Motiv sticke ich eigentlich lieber in 14 oder 16 Count. Ja, ihr seht hier oben, es wird 98 Stiche hoch und 75 Stiche breit, und ihr seht hier auch den Aufdruck 18 Count. Ja, sehr klein, und nicht nur von der Größe, auch von der Count-Anzahl sehr klein. Und man kann die Symbole auch wieder sehr gut erkennen. Also wir kennen das ja von Painting Fairy. Der Druck ist ausgezeichnet, er ist nicht verschwommen, und ja,
18 Count. Es überrascht mich, denn ihr seht hier am Zipbeutel steht definitiv oben 14 oder 16 Count. Also von daher sehr überraschend. Dann, ich werde euch das hier so einblenden nochmal, das Motiv. Und hier haben wir die Garne, also eher dezent gehaltene Garne. Und wir haben, ich glaube, das sind 15 auf einer Seite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 25 verschiedene Garnfarben. Wie gesagt, eher dezent gehalten mit Braun- und Blautönen. Ja, man kann es ja gut am Motiv erkennen. Und hier nochmal die zweite Seite. Ja, Blau, Braun, Weißtöne. Also eher dezentere Farben für das kleine Häschen, das kleine freche Häschen. Und ja, wenn das Garn jetzt für 14 oder 16 Count gedacht ist, dann wird es natürlich mehr als wie genug reichen für ein 18 Count. Ja, bin noch immer überrascht, denn ich bin wirklich überzeugt, dass ich mir das nicht in 18 Count ausgesucht habe. Aber trotzdem, es wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Darum natürlich vielen Dank an Painting Fairy. Ja, das war das erste Kit. Und dann kommen wir zu dem Hauptstück, das ich mir ausgesucht habe. Da freue ich mich jetzt, euch das zeigen zu dürfen. Ja, wie auch vorher wieder einen Zipbeutel. Ich nehme mal alles raus aus dieser Ziptüte. Ja, so ist leer. Und ja, ich gebe mal das zur Seite. Ja, wir haben hier wieder das Silikat. Das dient ja dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Ja, falls etwas Feuchtigkeit eintritt, damit der Stoff bzw. der Druck nicht verschwommen wird, dient dieses Silikat, um diese Feuchtigkeit aufzunehmen. Und dann haben wir noch einen Duftstoff in der Duftnote Osmanthus. Ja, durch meine Erkältung rieche ich momentan nicht so viel, darum kann ich euch nicht sagen, ob er duftet. Ja, dann haben wir die Anleitung. In einen Druckknopftasche, also Druckknopfverschlusstasche, auch wieder verschließbar. Und was habe ich mir ausgesucht? Tada! Und es ist dieser wunderschöne Elefant. Ja, das Motiv heißt Savannah Lord, also der Herr der Savanne. Und es ist ein absolut beeindruckendes, imposantes Motiv. Also wunderschön. Ich mag ja Elefanten sehr gerne. Habe ja auch schon in meinen Urlauben sie hautnah erleben dürfen, also als ich auf Safari war. Also wunderschöne Tiere, die Elefanten. Ja, darauf freue ich mich schon, das anzusticken. Aber ich kann euch gleich sagen, es ist ein großes Motiv. Ja, die erste Seite ist auf diesem Glanzpapier gedruckt. Und dann kommen wir zur Legende. Hier haben wir sie wieder nach Symbolen sortiert. Also ihr seht schon, das Bild hat nicht sehr viele Farben. Ich finde das ja sehr toll, dass es nach Symbolen sortiert ist. Man findet sie wirklich viel schneller, die richtige Farbe und das richtige Symbol.
Entschuldigung. Ja, und hier haben wir nochmal die vollständige Legende. Und ihr seht, es wird alles ausschließlich im vollen Kreuz gestickt. Und tatsächlich haben wir nur 34 Farben bei diesem Bild. Davon ist nur eine Mischfarbe. Also das ist durchaus einfach dann zu sticken. Man braucht nicht viel die Farben zu mischen. Es gibt nur eine Mischfarbe. Ja, also ist ja zu erwarten, dass bei diesem Motiv nicht so viele Farben sind. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Falls man etwas nachschauen müsste, kann man dann bei dieser Papieranleitung nachsehen. Ja, das ist mal die Anleitung von meinem wunderschönen Elefant. Und dann denke ich mir, schauen wir uns gleich als nächstes den Stoff an. Und ich kann euch sagen, er ist groß. Ja, das ist der Stoff. Also ich sehe schon, ich bringe ihn nicht ganz in die Kamera. Also er ist sehr hoch und ich habe mir ausgesucht, ihr könnt es hier sehen, 16 Count. Das Bild ist 250 Stiche breit und 335 Stiche hoch. Ja, der Stoff ist wieder umsäumt, wie man sehen kann. Und wir haben tatsächlich hier auch nochmal die Legende aufgedruckt. Ganz unten finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Also ja, wenn man jetzt oben stickt, kann man ja unten noch immer in der Legende nachschauen. Ja, das ist der Elefant. Ihr seht schon, der Hintergrund hat viel Color Blocking, auch nicht sehr viel Farbwechsel, aber der Elefant an sich, also wir haben hier den Rüssel, das Ohr des Elefantes, ja, da ist schon einiges an Konfetti. Da haben wir doch, ja, viel Konfetti, würde ich sagen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, ich glaube, man kann das sehr gut erkennen. Es ist wirklich sehr viel Konfetti. Und wie gesagt, ich habe es mir ausgesucht auf 16 Count. Also ja, da ist es auch etwas leichter zu sticken, besonders wenn man viel Konfetti im Bild hat. Ansonsten bevorzuge ich natürlich schon 18 Count, aber wie gesagt, bei den Vordruckbildern mit viel Konfetti, da bevorzuge ich dann eher 16 Count. Ja, toll. Wirklich, wirklich toll. Aber ein riesiges Motiv. Ja, mal sehen, wann ich dazu komme, das anzusticken, denn es sind ja auch noch andere Projekte bei mir in der Warteschleife sozusagen, die darauf warten, angestickt zu werden. Dann zum Abschluss schauen wir uns noch das Garn an. Entschuldigt das Knistern. Es ist natürlich nochmal extra verpackt in einer Plastiktüte. Und ihr seht, auch hier haben wir den Aufdruck für 14 Count oder 16 Count. Ja, sollte das Garn reichen. Entschuldigt wirklich meine Erkältung. Ja, die Farben, es ist nicht anders zu erwarten, ganz dezente Grau- und Brauntöne, also Beige-Töne auch. Wir haben 33 einzelne Farben und es ist ja nur noch eine Mischfarbe dabei.
Aber die Farben, es ist sehr, sehr viel Garn pro Farbe dabei, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier zwar nur einen Strang von der 543, aber die anderen Farben haben doch sehr viel Garn. Dann schauen wir uns noch die zweite Seite an. Hier haben wir eher auch hellere Töne dabei. Auch hier seht schon, die 3072 ist sehr viel oder die 712, 762. Und hier noch auf der zweiten Garnkarte die 3 Farben, auch braun-beige-Töne. Ja, natürlich nicht anders zu erwarten, aber auch wunderschöne Farben. Ja. Und ein absolut tolles Motiv. Ich weiß nicht, ob ihr auch Elefanten so gern mögt wie ich, aber wenn ja, dann wäre es ja auch für euch ein Motiv zu sticken. Ja, dann möchte ich das Video auch schon beenden. Ich bedanke mich natürlich wieder für die Kooperation bei Painting Fairy Cross Stitch und bei euch, meine lieben Zuschauer, bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video dabei. Das gibt's dann am Dienstag. Da ist ein Neuanstich geplant. Also seid mal gespannt, was da noch kommt. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.